Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video hier direkt aus der Brickworld. Und zwar werde ich heute ein paar Kleinigkeiten hier machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das als richtiges Update-Video betiteln werde. Schauen wir mal, was am Ende passiert. Aber vor allem möchte ich heute hier in diesem Bereich, hatten wir ja schon angesprochen, dass hier noch ein Lagerfeuer hinkommen wird, natürlich mit Beleuchtung. Das heißt, wir werden hier nochmal aufmachen müssen, ein paar Veränderungen machen müssen. Das Kabel nach hinten unter den Tisch legen, das dürfte jetzt nicht so das Riesenproblem sein, nehme ich an. Und ansonsten denke ich, werde ich noch ein paar Kleinigkeiten hier in dem Bereich machen. Vielleicht baue ich hier hinten noch ein bisschen weiter. Aber die allererste Sache, die ich auf jeden Fall jetzt machen möchte, ist, dass ich hier unser Lagerfeuer einbaue, damit wir hier unten noch mal ein bisschen Atmosphäre reinbekommen. Weiteres Licht plane ich grundsätzlich ja, aber noch nicht heute, weil ich dafür noch ein paar weitere Kabel bzw. LEDs benötige, die ich in der Form gerade nicht da habe, weil ich unplanmäßig ein paar andere Sachen damit gemacht habe. Und jedenfalls, wir machen jetzt das Lagerfeuer heute und dann hier noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Und das hier ist die Kabel-Lichtkonstruktion, mit der wir unser Lagerfeuer realisieren. Wir haben hier den ganz normalen USB-Stecker, wie alles natürlich wieder von meinem Partner Illumate Your Bricks. Da könnt ihr oben rechts draufklicken oder unten in der Videobeschreibung. Damit beleuchte ich hier ja alles. Ist ein super System, muss man auf jeden Fall sagen. Dann haben wir hier einen 6-fach-Verteiler, weil wir hier auf dem Modul, das ist ja jetzt ein etwas größeres Modul geworden. Ich glaube, es sind 2x2 32er Platten. Da werdet ihr noch mehr Beleuchtung machen. Deshalb bauen wir hier erstmal einen 6-fach-Verteiler ein. Und dann haben wir hier an einem Kabel dieses kleine Modul, das dafür sorgt, dass hier ist der Eingang. Und hier haben wir 3 Ausgänge, die dazu führen, dass die LEDs, die hier am Ende sind, einen Flackereffekt bekommen, der sehr realistisch nach Feuer aussieht. Dazu habe ich dann hier unten die Platte ein bisschen durchbohrt, habe die beiden LEDs hier unten durchgelegt und hier mit so Trans-Orange-Steinen draufgesetzt. Da wird dann dieses Element, mit dem ich das Feuer so ein bisschen realisiere, ist übrigens das gleiche System, mit dem auch das Feuer im Ewok Village, das ist ja schon ein bisschen älter, falls ihr es kennt, das Star Wars Set realisiert wurde. Das wird einfach hier oben drauf in die Mitte reingelegt, ist ganz locker, muss aber auch nicht unbedingt befestigt sein. Und das Ganze wird dann etwas versetzt und ein bisschen vertieft hier eingebaut, dann wird der Sand außenrum wieder ein bisschen gebaut, noch ein bisschen was anderes und dann kommen vielleicht noch ein paar Bänke außenrum und Leute, die am Feuer sitzen. Ich glaube, es könnte ganz gut aussehen. Das heißt, der nächste Schritt ist auf jeden Fall, dass ich hier wieder aufmache, das Kabel nach hinten verlege und dann bauen wir hier mal unsere Feuerstätte ein. So, ihr seht, ich habe hier ein bisschen aufgemacht, das ging relativ einfach, es sind gar nicht so viele Steine, liegt vor allem daran, dass es ja praktischerweise so gebaut ist, dass es alles relativ viele Streifen sind, die nach und nach hier sich durchziehen. Dadurch kann man mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und mit ein bisschen Schraubenzieher das hier ein bisschen hochhebeln und rausnehmen. Hatte ich mir vorher auch schon so gedacht, dass man eben im Nachhinein noch ein bisschen was anpassen kann. Ihr seht hier die beiden Kabel, die gehen hier unten durch. Man konnte das Ganze ein bisschen durchschieben, ihr seht vielleicht, dass da hinten ein bisschen Licht durchscheint. Und hier unten hängt auch schon der USB-Stecker durch. Das heißt, wir gehen mal kurz hier unten durch. Dann seht ihr auch mal wieder, wie es hier hinten aussieht. Und hier kommt der USB-Stecker raus. Hier ist der Verteiler, ganz gut zu erreichen, damit man später noch andere Lichter nach oben führen kann. USB-Stecker ist hier. Da kommt jetzt mal wieder, wie immer, ein USB-Verlängerungskabel hin. Dann ziehen wir das hier rüber und stecken das da drüben in den Verteiler rein. Ja, ich weiß, dass hier eine Stütze umgefallen ist. Dies liegt eigentlich nur da, weil ich sie auch gar nicht mehr brauche. Und wie gesagt, ich schließe das jetzt mal an, schaue, ob das Kabel auch lang genug ist. Und dann schauen wir, wie wir es oben ordentlich einbauen, damit es auch schön aussieht. Und Kabel ist eingesteckt und ihr seht jetzt schon diesen schönen Flackereffekt mit dem Feuereffekt. Ich finde, es wirkt mit den Steinen ganz nett, auch weil die anderen beiden jetzt nicht beleuchtet sind, aber es doch noch ein bisschen durchscheint. Wirkt, glaube ich, ganz nett. Und wenn man dann, ich muss mal schauen, wo ich es hingelegt habe, hier unten, das hier so ein bisschen oben drauf legt, ungefähr so, sieht das doch eigentlich ganz nett nach so einem kleinen Feuer aus. Wie gesagt, wir bauen das jetzt hier ein bisschen versetzt, ein bisschen vertieft ein, machen noch ein bisschen Sand etc. außenrum und dann sollte das eigentlich schön aussehen, vor allem wenn man dann mal das Licht ausmacht. Ich mache jetzt einfach mal die Arbeitslampe hier oben aus, dann sieht man schon mal ein bisschen mehr. Und ich denke, das ist doch ein super Lagerfeuer, oder? Ich glaube, das wird eine ganz nette Geschichte. Ich mache weiter und wir schauen es uns gleich nochmal an. Und so sieht das Ganze jetzt ordentlich eingebaut aus. Ich finde, es sieht eigentlich ganz nett aus. Ich habe jetzt noch ein bisschen Steine außenrum gemacht, damit es einfach so ein bisschen eingefasst aussieht. Und der Effekt gefällt mir auf jeden Fall. Ich glaube euch, ich sage mal so, ich hoffe euch auch.
Position finde ich auch ganz gut, dann kriegt man hier noch ein bisschen Leben rein. Hier kommt dann noch die Hütte hin mit unserem Torbro, besser gesagt. Was ich auf jeden Fall jetzt noch machen werde, ist, ich werde, denke ich, jetzt hier und vielleicht hier oder hier eben noch 2 Bänke hinstellen. Einfach, damit ich noch ein paar Figuren draufsetzen kann, vielleicht noch mit einer Gitarre oder so. Und einfach, dass die hier einfach am Lagerfeuer sitzen und sich ein bisschen einen schönen Tag oder schönen Abend machen, wie auch immer man es nennen möchte. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das macht jetzt schon mal einen riesen Unterschied. Und der Effekt sieht wirklich gut aus, meiner Meinung nach. Und es geht voran mit unserer kleinen Feuerstelle. Ich habe jetzt hier mal eine erste Bank hingestellt. Mit einem netten Herrn, der hier mit der Gitarre spielt. Noch mit seiner vielleicht Freundin daneben, die noch so ein kleines Handy in der Hand hat. Ein paar Becher stehen rum. Hier ist noch ein Radio. Ich habe hier noch 2 Büsche hingestellt, einfach um da noch ein bisschen mehr grüne Struktur dahinter zu bringen. Habe ich hier noch eine ganz einfache zweite Bank gebaut. Die werde ich jetzt wahrscheinlich hier vorne noch irgendwie platzieren. Und da kommt dann, denke ich, auch noch eine Person drauf und eine steht vielleicht noch. Und dann haben wir, glaube ich, eine ganz nette Szene mit dem Lagerfeuer, wurde ja auch von vielen gewünscht. Und ich denke, das sieht auf jeden Fall ganz nett aus, vor allem da auch mit dem Blick nach oben dann später. Das wird eine schöne Sache, denke ich. Also ich baue ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich diese Szene mal fertig an. Und das ist die fertige Szene. Wie gesagt, ich habe jetzt hier noch eine Figur dazu gestellt, die ein bisschen hier steht und sich freut. Und ich glaube, es ist eine ganz nette Szene so geworden mit den ganzen Details. Hat am Ende doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Ich habe dann zusätzlich noch hier vorne diese junge Dame mit ihrem Schwimmtier eingebaut. Dachte ich, ist auch eine ganz nette Geschichte, damit auch ein bisschen Leben jetzt hier noch ein bisschen ins Wasser kommt. Und auf jeden Fall hat der Strand mit der Sache jetzt noch mal ein ganzes Stück Leben gewonnen. Tatsächlich denke ich, dass es das für heute auch schon war. Es ist jetzt vielleicht nicht so viel, hat mich ein bisschen Tüftelei gekostet, also zeitlich doch nicht so wenig. Ich habe jetzt gleich noch eine Videokonferenz. Juhu. Und ich habe keine Ahnung, wie lange die dauert. Und ich würde gerne das Video vorher noch so weit fertig bekommen, dass ich es vielleicht währenddessen hochladen kann, damit ihr es später anschauen könnt. Und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was geworden ist. Und eine weitere von euren Ideen wurde damit umgesetzt, weil viele wollten ja tatsächlich ein Lagerfeuer am Strand haben. Und hier ist es endlich. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, wie es geworden ist. Ich habe jetzt hier einfach mal auf der Kamera ein bisschen das bisschen dunkler gestellt, weil hier im Raum ist es an sich relativ hell. Aber das gefällt mir auf jeden Fall. Ich würde sagen, im nächsten Mal werden wir vermutlich entweder hier oben weiterbauen, also hier im Bereich vor der Stadtmauer, oder die Lücke dort hinten schließen. Mal schauen, was mir jetzt mehr liegt. Einfach um jetzt hier auch vorne den ganzen Bereich mal ein bisschen voranzubekommen. Ich werde auch demnächst mich darum kümmern, die restlichen Beleuchtungsmittel zu bestellen, die ich brauche, um hier auch zu beleuchten. Da sollen ja noch ein paar Laternen rankommen, dass auch der Pfad nach oben ein bisschen beleuchtet ist. Vielleicht kommt auch hier unten noch irgendwo Beleuchtung hin. Einfach um auch hier noch ein bisschen Leben reinzubringen. Aber das Lagerfeuer macht auf jeden Fall schon eine Menge aus, finde ich. Und dann bleibt mir tatsächlich eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch die Umsetzung eurer Idee gefallen hat. Und dann sage ich, entweder sehen wir uns in einem Live-Chat oder Livestream natürlich, oder im nächsten richtigen Update-Video mal schauen, was zuerst passieren wird. Und dann sage ich nur noch, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und viel Spaß beim selber bauen. Tschüss!